Bist du eher der Handwerker oder eher der Künstler? Als Fotograf ist man ja immer beides. Was davon überwiegt, das ist ja auch immer der persönliche Geschmack. Ich zeige euch hier meinen ganz persönlichen Workflow von der RAW-Konvertierung bis hin zur Nachbearbeitung in Photoshop und wie das Ganze auch noch unterhalb 15 Minuten funktioniert. Das Beispielbild, das ich mir hier ausgesucht habe, das ist im Teutoburger Wald bei den Externsteinen entstanden. Zugegebenermaßen waren die Lichtverhältnisse nicht optimal. Ich hatte hier brutales Gegenlicht ohne jegliche Wolken und auch nicht die Chance, dass das in den nächsten 1 bis 2 Stunden besser wird. Von daher habe ich versucht, das Beste draus zu machen und die Aufnahme so zu belichten, dass ich später in der Nachbearbeitung noch maximale Flexibilität habe. Sprich, ich habe versucht, dass die Lichter nicht ausbrechen, aber auf der anderen Seite auch die Schatten nicht zu dunkel sind. Hier seht ihr schon vorher-nachher im Vergleich. Links, wie ich es aufgenommen habe und rechts, was an Photoshop dann letztlich rausgekommen ist. Und das zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Das RAW-Bild habe ich mit der Fujifilm GFX 102 aufgenommen und lade das direkt in Camera Raw. Aktuell hier die Version 16.1 in der aktuellen Photoshop Beta. Und ich starte gerne tatsächlich bei den Bildern immer mit einer Autokorrektur, die mir hier Camera Raw anbietet. Und tatsächlich ist es schon im Vergleich deutlich besser als das, wo wir gestartet sind. Aber perfekt ist es natürlich noch lange nicht. Gerade der Himmel gefällt mir nicht, Kontraste, das ist alles noch viel zu flau. Daher, da es sich um eine Landschaftsaufnahme handelt, gehe ich erstmal in die Effekte. Wobei ich auch Effekte hier eigentlich einen falschen Begriff finde, weil das sind eigentlich coole Korrekturen, die jetzt wirklich keine Effekthascherei sind. Ich regle hier die Klarheit nach oben und Dunst entfernen. Den schraube ich sogar noch viel, viel weiter hoch, diesen Regler. Und da seht ihr, dass der Himmel und für das Wasser und eigentlich auch so den Vordergrund das Ganze richtig viel bringt. Aber die Steine, die Felsformation, die wird hier natürlich viel zu dunkel. Das müssen wir jetzt noch im Anschluss dann korrigieren. Nochmal vorher-nachher im Vergleich. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall schon viel mehr Lebendigkeit drin und um die Felsen, da kümmern wir uns jetzt. Dazu nutze ich die Maskierungsfunktion in Camera Raw und lasse mir hier einfach mal eine automatische Auswahl erstellen, und zwar ums Motiv. Und Photoshop hat tatsächlich genau das ausgewählt, was ich brauche, in dem Fall die Felsen und sogar die Spiegelung miterkannt. Das ist perfekt. Das Overlay, das ist praktisch, um zu sehen, ob die Maskierung auch wirklich die Bereiche abdeckt, die ich brauche. Das stimmt hier soweit, das passt einwandfrei. Daher kann ich mir diese Kontrollfunktion jetzt hier auch ausklicken. Das irritiert vielleicht nachher nur im weiteren Bearbeitungsverlauf. Ich habe jetzt hier für den maskierten Bereich eine kleine Auswahl an Werkzeugen. Das ist nicht das komplette Set, was ich hier normalerweise habe, aber für diese partielle Korrektur reicht es völlig aus. Ich schraube hier jetzt die Belichtung massiv nach oben, um die Steine mehr hervortreten zu lassen. Ich bin jetzt hier tatsächlich schon auf Stufe 1,6. Das ist eigentlich ganz gut. Ein bisschen den Kontrast hinterher. Und was ich jetzt hier auf jeden Fall mache, ist die Farbtemperatur anheben. Das Ganze wirkt ein bisschen zu kalt, zu bläulich. Und da gehe ich jetzt mit der Farbtemperatur auch circa auf 20. Man darf es nicht zu hoch gehen, sonst kippt es ganz schnell eine komische Lichtstimmung. Mir gefällt hier persönlich 20 ganz gut. Wie gesagt, auch immer mal wieder hier vorher-nachher anschauen, dass man sich nicht zu sehr verkorrigiert, sage ich mal. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück und schaue, ob ich noch was an der Schärfe machen kann. Dazu immer auf 100% gehen zur Schärfeüberprüfung. In anderen Zoomstufen sieht man es einfach nicht. Das finde ich eigentlich schon wirklich scharf und brillant, was die Kamera hier gemacht hat. Ich kann mal spaßeshalber in Details reingehen und auf Schärfen klicken, ob das was bringt. Und hier nutze ich übrigens nicht die Vorher-Nachher-Funktion, sondern nutze tatsächlich diese Ein- und Ausblenden-Funktion am Werkzeug direkt und eben nur die Auswirkungen des Werkzeugs hier prüfen zu können. Und ja, da tut sich ein bisschen was, aber das ist wirklich optional und hat kaum Auswirkungen. Die Kamera hat hier echt schon gut abgeliefert. Abschließend kann ich mir nochmal Vorher-Nachher-Bild nebeneinander stellen und finde, dass dieses Motiv, was ich hier jetzt gezaubert habe, schon richtig prima ist. Und daher öffne ich jetzt den Photoshop, denn wir haben noch einiges zu tun. Das Bild ist jetzt
eben aus Camera Raw in Photoshop geladen. Und was mich jetzt bei diesem Motiv noch stört, das sind einfach, dass hier viel zu viele Menschen drauf sind. Es ist einfach so, wenn touristische Plätze sind, man hat immer Personen drauf und das möchte ich jetzt in meinem Bild eigentlich nicht haben. Ich habe bei der Fotografie selbst, wo ich es fotografiert habe, die Menschen eigentlich komplett ausgeblendet in meinem Kopf und ich möchte auch, dass später der Betrachter meines Bildes das eben genauso wahrnimmt. Und da verschmelzen dann wieder Handwerk mit Kunst. Die Frage ist, wie weit gehe ich jetzt noch in Photoshop ran? Wie weit manipuliere ich hier die Realität? Ich finde aber, ich möchte ein Bild präsentieren, das eben so aussieht, wie ich es gesehen habe, wie ich es mir vorstelle und von daher finde ich das völlig legitim. Und wir zoomen mal ein bisschen ran. Ja, da stehen die Menschen eben oben drauf. Die wollen wir jetzt entfernen. Auch die hier unten, auch die hier. Das machen wir alles weg. Und auch das Geländer hier, das werden wir jetzt Stück für Stück rausnehmen. Und dazu verwende ich ein relativ neues Werkzeug in Photoshop und zwar das Entfernen-Werkzeug. Klingt unspektakulär, das kann aber richtig viel. Das findest du hier in der linken Leiste, heißt tatsächlich nur Entfernen-Werkzeug und das ist KI-gestützt. Das heißt, hier wird der Hintergrund KI-gestützt berechnet und das Ding macht einen richtig guten Job. Ich habe jetzt hier die Personen, die markiere ich mit dem Werkzeug grob. Wichtig ist, die Pinselgröße so einzustellen, dass man eben nicht zu viel drüber wegmalt. Die kann man übrigens auch hier nur in der Eigenschaftenleiste verändern. Rechter Mausklick und Größe verändern, wie das bei allen anderen Werkzeugen in Photoshop geht, funktioniert hier nicht. Ich sage mal noch nicht. Ich glaube, die Entwickler haben es einfach vergessen. So, ich markiere jetzt hier die Personen. Das muss gar nicht so detailliert sein. Und lasse dann die Maustaste los und dann wird entsprechend was berechnet. Und wenn hier noch nicht alles perfekt ist, dann fahre ich hier nochmal drüber und weg damit. Der Klassiker, bitte nicht vergessen, wir haben hier in der Spiegelung die Personen nochmal drin. Da sollte man sie natürlich auch rausnehmen, sonst wirkt es nachher ein bisschen seltsam. Arbeiten wir uns weiter vor. Wir haben hier auch noch Personen, auch die stören nachher einfach nur. Großflächig markieren und weg damit. Photoshop versteht es schon ganz gut und ergänzt hier wunderbar. Die Personen brauchen wir uns noch nicht groß zu kümmern, da habe ich später was anderes vor. Aber hier oben auf dem Berg waren noch einige. Die markiere ich grob und die werden hier entsprechend entfernt. Das Schöne ist, wie du siehst, dass das Entfernen-Werkzeug eben sehr intelligent arbeitet und hier jetzt Geländerstruktur erkannt hat und die einfach repliziert. Das wirst du jetzt auch bei den anderen Korrekturen oder Retuschen hier sehen, dass das Photoshop wirklich extrem genau reproduziert und dir da ganz viel manuelle Arbeit einfach spart. Weil gerade Geländer duplizieren, das ist manuell mit dem Kopierstempel oder Bereichsreparatur echt kein Spaß. So, das ist jetzt noch nicht ideal. Hier kann ich jetzt einfach mal mit dem Entfernen-Werkzeug drüber und schauen, ob Photoshop vielleicht erkennt, was wir haben wollen. Und ja, das war jetzt nicht so cool. Aber hier, da das KI gestützt ist, hilft es ab und zu mal einfach nur den Pinselstrich, sage ich mal, zu verändern, um zu gucken, hey, erkennt dann Photoshop, was ich eigentlich möchte. Da muss man dann ein bisschen rumspielen. Ganz ehrlich, ja. Also da hilft nichts. Und ihr seht, dass ich mir jetzt Stück für Stück doch zum Ziel vorarbeite. Und hier passt zum Beispiel einfach perfekt. So. Und diese Reste auch hier, da fährt man einfach drüber. Und das Coole ist eben, dass das Entfernen-Werkzeug KI-gestützt arbeitet und eigentlich weiß, was du willst. So, da hätten wir schon mal aufgeräumt. Und wie gesagt, wenn es jetzt hier zum Beispiel nicht 100% perfekt ist, ey, zoom nachher raus und guck, das fällt nachher überhaupt nicht auf, das ist irrelevant. So, hier wären wir jetzt schon mal soweit fertig. Hier sind aber immer noch ein paar Personen. Und auch die wollen wir nachher nicht im Bild haben. Das heißt, auch die löschen wir jetzt hier einfach noch mit dem Entfernen-Werkzeug Stück für Stück raus.
Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Da nehmen wir vielleicht nochmal einen größeren Pinsel und fahren etwas großflächiger das Ganze ab. Und zack, besser ist das. Auch die beiden Gesellen wollen wir nicht drauf haben. Auch wenn die sich gut verstecken, wir finden sie trotzdem. Ja, und sind an dieser Stelle dann mit den Personen durch. Was mich persönlich jetzt hier noch im Vordergrund stört, ist dieser Bereich. Das ist sehr in der Spiegelung drin, es ist auch nicht scharf, das passt einfach nicht. Auch hier eliminieren wir das Ganze mit dem Entfernen-Werkzeug. Wir stoppen an dieser Stelle und lassen Photoshop arbeiten. Ja, und damit bin ich eigentlich auch hier ganz zufrieden. Das Ganze wirkt jetzt viel, viel ruhiger. Zu guter Letzt hätte ich jetzt hier noch das Geländer. Das umfahre ich auch großflächig. Und wenn ich hier jetzt am Bildende bin und ich möchte weiter, dann höre ich hier einfach kurz auf. Schauen wir nochmal an, wo ich nacharbeiten muss. Und mache hier weiter. Denn tatsächlich funktioniert das, was man auch sonst aus Photoshop kennt, dass ich mit gedrückter Leertaste einfach das Bild weiterschieben kann, funktioniert mit diesem Entfernen-Werkzeug auch, ich sag mal, noch nicht. Zum Zwischenstand überprüfen empfehle ich übrigens ab und zu mal das Rückgängig-Protokoll einfach einzuschalten. Und zwar, das speichert dir nur eine begrenzte Anzahl an Schritten. Aber wenn du hier ganz oben auf dieses Bild-Ikone klickst, dann siehst du immer das Bild im erst geöffneten Zustand. Ja, grundsätzlich. Egal, wie viele Schritte hier drin sind oder wie viele Schritte hier im Protokoll auch gar nicht mehr gelistet sind. Hier oben ein Klick bringt immer den Zustand beim Öffnen. Und wenn ich wieder ganz nach unten gehe und hier auf den letzten Protokolleintrag klicke, dann bekomme ich eben den Status jetzt. Aber noch im Vergleich, da hat sich doch schon einiges getan. Das Bild wirkt jetzt viel, viel ruhiger. Was mich jetzt noch persönlich stört, das sind diese ja, Löcher hier, diese Fenster, die möchte ich nicht haben. Da kommt dann wieder der Künstler durch und da fahre ich einfach jetzt rüber. Verwische die Spuren noch ein wenig, dass es tatsächlich nicht wie zugemauert aussieht. So. Hier noch. Und weil wir schon dabei sind, irgendwie dieser Treppenaufgang, der wirkt super unruhig. Den machen wir einfach weg. Ich fahre großflächig drüber. Hier an der Kante entlang, dass Photoshop wieder sehen kann, was ich mir eigentlich vorstelle. Und Photoshop ergänzt ja dann ganz perfekt und hat hier aufgeräumt. Ich gehe noch mal ein bisschen hier ins Rückgängig-Protokoll, zeige jetzt hier noch mal im Detail, was Photoshop jetzt auch hier in diesem kleinen Bereich schon aufgeräumt hat mit ganz wenig Aufwand. Und hier sind wir dann noch, ja, schon wieder einen Schritt weiter und im letzten Step, das ist jetzt noch ein wirkliches Feintuning, habe ich hier diesen 2 Bäume, die ich jetzt einfach unpassend finde. Das passt irgendwie nicht zum Gesamtbild und die mache ich dann noch weg. Hier ist wichtig, einfach schön an der Kante entlang zu fahren. Ja? Dann weiß Photoshop nämlich auch ganz klar, okay, ich will tatsächlich hier nichts Neues erfinden, sondern wirklich nur diese Gewächse hier weg haben. So, nochmal drüber fahren. Und dann ist das Ganze perfekt. Nochmal abschließend hier vorher und nachher. Ja, und damit bin ich tatsächlich durch. Unter 15 Minuten habe ich von einem eher ungünstigen Ausgangsbild ein für meine Begriffe wirkliches Top-Bild gezaubert. Und ja, mich interessiert, ist das auch dein Workflow? Wie gehst du vor? Wie bearbeitest du deine Bilder? Nutzt du Photoshop und Camera Raw oder hast du andere Präferenzen? Ich freue mich auf deine Kommentare.